Elkran Maya wohnt hier und Blub auch. Wir sind deshalb hier mit dem Boot auf den See gefahren, um nach Elkran Maya und Blub zu suchen. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da. Ich hätte nicht gedacht, dass Elkran Maya und Blub uns angreift. Mein Gott, wir müssen aufpassen, Cayman. Wir sind ganz alleine mit diesem Boot auf diesem See. Ihr seht es, man guckt euch mal an, wie groß dieser See ist. Wir sind hier gefangen. Ich werde da jetzt reinspringen, Freunde. Van Flexi, bist du bereit? Freunde, seid ihr bereit? Ich warte auf dich in dem Boot wieder. In 3, 2, 1. Cayman! Wow! Und Cayman, hast du was gesehen? Ich habe leider nichts entdeckt, Freunde. Mann, ich habe hier nichts. nichts gesehen. Hier ist kein Elkran Maya und kein Blub. Leute, Mann, wir müssen hier abhauen. Wir müssen sofort weg. Es kann nicht sein, dass Elkran Maya und Blub uns zu verfolgen, Mann. Los, Mann, Cayman. Let's go. Wir Schneller müssen da ans Mann, Land. ihr seht es. Elkran Maya und Blub sind hier raus. Zum Glück sind wir jetzt an Land. Wir sind so knapp Elkran Maya und Blub entkommen. Die waren direkt hinter uns, Mann. Und zum Glück sind wir jetzt an Land. Das ist sicherer Hafen für uns. Wir haben immer unsere Drohne dabei, Freunde. Und aus diesem Grund werden wir jetzt den See mit der Drohne abfliegen und gucken, wo sich genau Elkran Maya und Blub befinden. Die werden sich hier irgendwo an dem See verstecken, aber mit der Drohne können wir den ganzen See überwachen. Dann starten wir sie jetzt zusammen mit euch. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr könnt sehen, wie riesig dieser See ist. Und 100%ig ist dort Elkran Maya, Blub und Sprungki-Ita. Zum Glück haben wir uns an Land bewegt, weil hier können die uns nichts antun, denn die leben unter Wasser. Wir sind an Land zu 100%ig sicher, deshalb haben wir ja unsere Drohne gestartet. Und wir suchen jetzt Elkran Maya. Passt also auf, ihr wisst ja, wie groß der ist. Ich sehe aber bis jetzt noch niemanden. Ich sehe Wasser und natürlich das Land, wo wir uns befinden. Aber wo ist Elkran Maya, Blub und Sprungki-Ita? Schau mal, da sind Leute auf dem Wasser. Wir müssen sie irgendwie warnen. Wissen die nicht, dass da riesige Monsterfische im See sind? Anscheinend nicht, Leute. Die sind in Gefahr und nur ihr da draußen könnt sie retten. Ihr müsst aufpassen. Hallo. Und du musst aber auch aufpassen, wie du mit der Drohne fliegst. Du darfst auf keinen Fall ins Wasser fliegen. Wenn wir ins Wasser fallen, ist unsere Drohne kaputt und das Video endet damit. Und wir sind hier an Land. Ich werde nicht ins Wasser gehen und die Drohne Da ist Elkran Maya. Oh mein Gott, da ist er wirklich und ihr seht jetzt, wie groß der ist. Habt ihr gesehen, wie groß Elkran Maya ist? Das ist viel zu heftig. Wie groß ist denn der Fisch bitte und der in diesem kleinen See? Leute, Mann, das ist krass. Wir haben jetzt Elkran Maya gefunden. Das bedeutet, da ist auch noch irgendwo Blub. Und Sprungki-Ita. Alle drei sollen sich wirklich in diesem See befinden. Deshalb sind wir mit dem Boot ans Land gekommen. Ihr schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende und schaltet auf gar keinen Fall ab, Leute. Die Frage ist ja, wer ist denn überhaupt stärker? Elkran Maya, Blub oder Sprungki-Ita? Wer ist der stärkste von den beiden drei? Ich glaube ja, Elkran Maya ist der stärkste, weil der ist auch der größte von allen. Ich sag Sprungki-Ita. Warum? Weil Sprungki-Ita, das Maul ist viel größer. Und ihr wisst ja, Sprungki-Ita ist gelb. Wenn ihr irgendwas Gelbes im Wasser seht, dann wisst ihr, dass es Sprungki-Ita ist. Natürlich, der ist gelb. Den müssen wir doch sofort erkennen in dem blauen Wasser. Wir suchen weiter, Leute. Es kann ja nicht weit weg sein. Blub muss hier auch irgendwo in der Nähe sein. Deshalb fliegt bitte jeden Zipfel, jeden Winkel dieses Sees ab. Mit euch zusammen. Ihr passt auf, wir fliegen jetzt hier weiter. Und guck mal da vorne, da ist keine einzige Person mehr im Wasser. Das ist ja ein richtiger Strand, sogar mit ganz vielen Autos. Und du siehst, alle Autos fahren weg, weil die wissen, dass es hier gefährlich ist. Die fahren weg, die rasen davon, die wollen unbedingt ans Land und weggehen. Weg vor Elkran Maya, weg vor Blub, weg vor Sprungki-Ita. Da ist Blub. Oh nein! Ihr seht es, das ist Blub. Die haben Blub gefunden. Was macht der denn genau dort? Das bedeutet, Blub und Elkran Maya sind hier in dem See. Das heißt, es fehlt nur noch Sprungki-Ita. Leute, wir werden Sprungki-Ita auch noch finden. Schaut das Video bis zum Ende. Da ist ein Segelboot. Du siehst, du hast recht. Leute, seht ihr das? Ein einziges Segelboot auf dem ganzen See. Ein einziges. Mit diesem roten Segel und es fährt zurück an Land. Es flüchtet ebenfalls. Ja, aber er ist alleine. Er schafft es doch nicht. Ihr habt gesehen, wie groß die Fische sind. Wir müssen warnen. Da ist Sprungki-Ita. Da ist Sprungki-Ita. Oh mein Gott, und hast du nicht gesehen, das Segelboot ist genau in der Nähe. Es versucht abzuhauen. Es versucht zu flüchten vor allen drei. Das bedeutet, wir haben Elkran Maya, Blub und Sprungki-Ita entdeckt. Das Segelboot hat überhaupt keine Chance, wenn da Sprungki-Ita ist. Ihr habt gesehen, wie schnell Sprungki-Ita ist. Okay, wir müssen weiterfliegen, Mann. Leute, wir haben jetzt so viele schon gefunden. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass wir jeden einzelnen beobachten. Die Frage ist nur, warum sind genau alle drei in diesem See? Was haben alle drei genau vor? Ich weiß es nicht. Wir wissen nur eins, dass es nur einen Gewinner gibt. Ah, du meinst, sie kämpfen gegeneinander und dann der Gewinner bekommt den ganzen See? Wahrscheinlich. Leute, die kämpfen hier um den See. Elkran Maya, Blub oder Sprungki-Ita. Ich bin so gespannt, wer wirklich gewinnt. Ihr werdet es am Ende des Videos sehen. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Wir werden weiterfliegen. Ich will unbedingt wissen, was die drei vorhaben. Es ist Blub, Elkran Maya und Sprungki-Ita. Und ihr seht, wie groß dieser See ist. Und wir haben nur einen kleinen Teil erst abgeflogen. Wir gehen weiter hoch und suchen, ob wir von oben noch mehr entdecken. Das Wichtigste
es? Was haben die drei in dem See vor? Kämpfen die gegeneinander? Ich weiß es nicht. Oder sind die drei vielleicht ein Team? Ich bin gespannt, was passiert. Die drei könnten auch Freunde sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Das sind 3 Rivalen, 3 Endgegner. 3 verschiedene riesengroße Monsterfische. Und ihr seht es, hier ist keine Person mehr auf dem See. Alle haben es langsam kapiert, dass hier 3 Monsterfische in dem See sind. Vorhin haben wir ganz kurz noch einen Segelfahrer gesehen. Aber jetzt muss der See komplett leer sein, weil alle wissen, dass diese Monsterfische genau unter dem See sind. Wir fliegen diesen ganzen See mit euch Schritt für Schritt ab, okay? Wir wegen einfach weiter. Die Frage ist, wo sollen wir hinfliegen? Geradeaus, links oder rechts? Der See ist so groß. Wir fliegen einfach geradeaus. Damit haben wir die besten Chancen, El Gran Maja, Bloop oder Sprunki Ita zu finden. Das Gute ist, vielleicht wenn wir einen finden, finden wir auch die anderen, weil alle 3 in der Nähe sind. Schaut euch mal an, wie groß dieser Berg ist. Das ist komplett riesengroß, dieser See, umhüllt von Bergen. Und genau da sind wir live mit euch zusammen an Land bei den Bergen und fliegen die Drohne für euch. Schau mal da, das ist ein Schatten. Da siehst du ja einen Schatten unter dem Wasser, unter dem Wasser. Ihr seht den Schatten, das Wasser ist einmal dunkel und einmal hell. Vielleicht sind die da, sollen wir da hinfliegen? Dann müssen wir da hinfliegen. Es könnte El Gran Maja, es könnte Bloop oder Sprunki Ita sein. Schaltet auf gar keinen Fall ab und schaut dieses Video bitte bis zum Ende. Dann findet ihr auch heraus, wer von diesen 3 Fischen der stärkste ist. Ich glaube immer noch, dass El Gran Maja der stärkste von all den 3 ist. Und ich sag immer noch, es ist Sprunki Ita, aber vielleicht kommt aus dem Nichts Bloop. Okay, wir fliegen weiter, Leute. Da unten, seht ihr den Schatten? Da ist eindeutig ein Schatten. Das muss ein riesiger Fisch sein. Hoffentlich nicht ein Fisch, den wir überhaupt nicht kennen. Wir fliegen da mal hin, wir fliegen mal näher. Ich hoffe, da finden wir einen von den 3. Da in dem Wasser ist doch irgendwas. Und ihr könnt es immer noch erkennen, die Autos fliegen immer noch weg. Schaut mal, die Autos rasen davon. Sie haben Angst. Natürlich vor Bloop, El Gran Maja und Sprunki Ita. Der See ist so groß, da könnten die sich überall verstecken. Die könnten sich links verstecken, rechts verstecken und oben und hinten. Da ist doch noch irgendwas auf dem Wasser. Konntet ihr das sehen? Da war was auf dem Wasser. Die letzten Surfer, die gerade das Wasser verlassen. Die müssen unbedingt an Land. Da, wo wir sind, an Land. Schaut es euch an. Links ist ein Surfer, rechts ist ein Surfer. Sie versuchen unbedingt an Land zu schwimmen, aber sie sind nicht schnell genug. Oh nein, der ist hingefallen. Ein Surfer ist ins Wasser gefallen. Was ist, wenn jetzt El Gran Maja kommt und ihn aufisst? Wollte er schnell an Land und ist hingefallen. Ich glaube es nicht. Wir müssten da hinfliegen und ihn retten. Wir müssen ihm irgendwie Bescheid geben, dass sich El Gran Maja im See befindet. Wenn du jetzt ins Wasser fällst, dann kommt Bloop und frisst dich auf. Ihr seht es, er versucht an Land zu schwimmen, so wie wir. Wir sind hier an Land, wir sind sicher, aber nicht dieser Surfer. Er muss schneller schwimmen, schwimmen. Und da ist der nächste Surfer, der hingefallen ist ins Wasser. Aber das Gute ist, er ist kurz vor dem Land, also ist er gerettet. Okay, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Surfer machen. Die Surfer retten sich alle selbst. Alle, die im Mittelpunkt des Sees waren, sind jetzt sofort an Land gegangen und haben sich gerettet. Wir müssen jetzt nur noch Ausschau halten nach Sprunki Ita, Bloop und El Gran Maja. Wer von denen der gefährlichste? Da sind sie! Oh mein Gott! Sprunki Ita und El Gran Maja. Und fällt dir was auf? Sprunki Ita ist gerade El Gran Maja hinterhergefolgt. Das bedeutet, El Gran Maja flüchtet vor Sprunki Ita und Sprunki Ita ist stärker. Hat El Gran Maja Angst vor Sprunki Ita? Es scheint so, als würde Sprunki Ita El Gran Maja etwas antun wollen. Dann hatte ich ja recht, wenn ich sage, Sprunki Ita ist von den 3 der stärkste. Und ich bin davon ausgegangen, dass El Gran Maja der stärkste war. Dann würde doch El Gran Maja nicht davon fliehen. Okay, du hast komplett recht, aber was machen die 2 da? Wer gewinnt das Ganze? Die jagen sich und wir fliegen mit der Drohne hinterher und schauen mal, wer schneller ist. Ich bin schon so gespannt, wer diesen Kampf gewinnt. El Gran Maja oder Sprunki Ita? Aber die Frage ist, wo sind sie hin? Die müssen irgendwo hier in dem See sein. Ihr könnt es ja sehen, wie groß der See ist. Der kann sich doch nicht einfach so verstecken. Natürlich, aber er könnte einfach abtauchen. Es kann sein, dass beide einfach abgetaucht sind und die Jagd unter Wasser weitergeht. Wir haben unsere Drohne in der Luft. Wir werden für euch den ganzen See absuchen, Leute. Schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Jetzt schauen wir mal, was noch hier alles passiert auf dem See. Der See ist wirklich verrückt. Ich bin so froh, dass wir mit unserem kleinen Boot hier an Land gekommen sind, denn hier sind wir sicher. Ihr könnt es sehen, wir haben hier echtes Gras. Ja, wir sind hier wirklich sicher, weil wir wirklich an Land sind. Und zum Glück über den See nur unsere Drohne ist. Und wenn die Drohne abstürzt, dann ist das Video vorbei. Aber wir sind sicher und ihr da draußen seid sicher. Bitte, Leute, schaltet nicht ab. Pass auf, da gibt es wieder eine kleine, schmale Stück Enge von diesem ganzen See. Und ihr seht wieder einen riesengroßen Schatten. Ihr seht den Schatten, hier siehst du ihn. Ja, natürlich. Oh mein Der Gott, Schatten Leute. ist sogar fast an Land. Okay, das bedeutet, unter diesem Schatten ist wahrscheinlich El Gran Maja, Bloop oder Sprunki Ita. Kann einer davon an Land gehen? Nein, die können nicht an Land gehen, oder? Beide, alle 3 müssen im Wasser bleiben. Wobei Sprunki Ita hat Arme, der läuft immer übers Wasser.
Wasser. Was ist, wenn er an Land läuft? Ich glaube das nicht. Alle 3 Fische, es sind Fische, müssen irgendwie im Wasser bleiben. Normalerweise schwimmen Fische im Wasser, ja. Weil du weißt, wenn einer davon an Land kann, sind wir auch gefährdet. Dann habe ich Angst, weil wir sind zwar an Land, aber wenn einer von den Fischen an Land kann, dann sind wir hier. Oh mein Gott. Da müssen wir abhauen, Leute. Zum Glück haben wir euch. Zum Glück seid ihr noch da, Leute. Da unten ist was. Guck mal, da unten. Das ist eine Stadt. Nein, das ist hell. Das ist helles Wasser, das ist Sand. Da bei dem Strand. Da könnten sie an Land schwimmen. Natürlich, da könnte man doch als Sprunky Eater mit seinen Armen oder Beinen einfach an Land laufen. Wir fliegen mal näher. Da sind auch noch Menschen im Wasser. Wir müssen sie irgendwie warnen. Wir müssen sie retten. Aber wir können sie gar nicht warnen, weil wir hier nur mit der Drohne sind. Dann müssten wir jetzt unser Versteck hier an Land aufgeben und die Menschen warnen. Wir bleiben erstmal hier, Leute. Aus sicherer Entfernung schauen wir erstmal zu, was sie hier vorhaben. Und ihr lasst alle mal ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Ich will immer noch wissen, wer der stärkste Monsterfisch ist. Ich glaube ja immer noch, dass es Elkran Maya ist und nicht Sprunky Eater, wie du gesagt hast. Du hast aber gerade gesehen, dass Sprunky Eater Elkran Maya verfolgt hat. Okay, das gibt Sinn, aber wir bleiben dran mit euch zusammen. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr schaut das Video bis zum Schluss. Am besten ist, wenn du jetzt mal mit der Drohne ganz nach oben fliegst, damit wir den ganzen See im Blick haben. Ihr könnt es erkennen, hier sind irgendwelche Leute am Ufer, die campen und machen sich's gemütlich. Warum machen die das? Ich weiß es nicht. Wissen die nicht, dass da Monster im See sind? Aber vielleicht haben die auch einfach alles da gelassen und sind zu Fuß abgehauen. Schau dir das mal an. Die wohnen da an dem Strandhäuschen und machen sich's gemütlich. Vielleicht ist das Haus auch leer und es ist alles verlassen, was ihr dort seht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die abgehauen sind. Ich glaube schon, weil ihr wisst doch alle, da ist Elkran Maya, Bloop und Sprunky Eater. Wir suchen weiter. Da, oh mein Gott, sie sind hier. Habt ihr das gesehen? Elkran Maya hat Sprunky Eater verfolgt. Die Rollen haben sich vertauscht. Anfangs wurde Sprunky Eater von Elkran Maya verfolgt und jetzt andersrum. Wieso ist das jetzt umgedreht? Das verstehe ich nicht. Wer ist jetzt der Stärkere? Ist doch Elkran Maya der Stärkere. Hat jetzt wie Sprunky Eater Angst auf einmal? Es kann sein, dass der Angst hat. Ich weiß es nicht. Warum muss jetzt Elkran Maya Sprunky Eater verfolgen? Und wo ist Bloop hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich Bloop richtig versteckt hat. Okay, wenn sich Bloop versteckt hat, dann bedeutet das, dass Elkran Maya auch ihn verfolgt. Dann müssen wir jetzt unbedingt mal mit der Drohne Bloop finden. Der ist jetzt wichtig. Wir suchen jetzt zusammen mit euch Bloop. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Wo ist der? Da bin ich mir zu 100% sicher. Da ist was im Wasser. Man stimmt. Oh mein Gott, Leute, ein Boot. Da ist Bloop. Bloop ist gerade das Boot. Nein. Seht ihr, es ist live. Er hat das Boot gegessen. Das kann nicht wahr sein. Bloop hat soeben die Menschen aufgegessen. Wie kann das sein, dass Bloop sich versteckt hat und jetzt am Ende einfach das Boot aufgegessen Mir hat? wird ganz schlecht, wenn ich das sehe, was ich hier sehe. Der hat sich nicht an Land gerettet, so wie wir, sondern er war auf dem See und Bloop hat ihn auch... Wo ist das Boot? Wo ist das Boot, Leute? Ihr habt es seht gerade es. gesehen. Spult zurück, wenn ihr es nicht glaubt. Bloop hat gerade das Boot aufgegessen. Und ich hab's gesehen, nämlich das Boot war rot. Das war komplett rot und Bloop war blau. Und das Boot ist weg. Ich sehe kein rotes Boot mehr auf dem See. Was ist, wenn Bloop sich aus dem Kampf raushält? Bloop lässt Elkran Maya und Sprunky Eater gegeneinander kämpfen und Bloop macht nichts. Bloop bleibt einfach da und versucht alle Boote aufzuessen. Anscheinend, der hält sich raus. Vielleicht ist er ja ein Vegetarier. Dann ist es ja überhaupt kein Dreierkampf mehr, sondern nur noch ein Einzelkampf zwischen Sprunky Eater und Elkran Maya. Wir müssen die zwei unbedingt finden. Ich will wissen, wer gewinnt. Vor allem, was passiert dann mit dem See, wenn nach dem Kampf ist? Ich kann es dir nicht sagen. Wir müssen einfach mit euch da draußen weiterfliegen und gucken, was passiert. Deshalb, Leute, wir sind mit der Drohne genau noch über den See. Wir und dir, Calvin und Flex, wir sind an Land. Und ihr könnt es erkennen, keine Person ist jetzt mehr auf dem See. Alle wurden aufgegessen. Aber wo ist Elkran Maya, Sprunky? Vor allem, wo ist Bloop mit dem Boot gegessen? Die armen Leute, die auf dem Boot saßen, tun mir richtig leid. Das hätten wir sein können. Wir saßen auf dem gleichen Boot am Anfang. Ganz genau, deshalb sind wir ja mit dem Boot zum Glück an Land gegangen und von an Land haben wir die Drohne gestartet. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da für unseren Einsatz, dass wir hier für euch fliegen. Aber du musst aufpassen, bevor die Drohne noch ins Wasser fällt. Ihr seht es, Leute, hier ist nochmal der ganze See, aber ich sehe gerade überhaupt niemanden mehr. Oh mein Gott, irgendwas passiert mit meiner Fernsteuerung. Wie bitte? Ich kann die Drohne nicht mehr steuern. Natürlich, du musst sie steuern. Du Nein. bist gerade überm Wasser. Ihr seht doch, was passiert. Ich kann sie nicht mehr steuern. Die Kamera wackelt hin und her. Du fliegst ja immer weiter zum Wasser. Du weißt, wer der ist. Elkran Maya, Sprunky und Bloop. Nein, wir stürzen ab. Pass doch auf!